Du versuchst dir gerade selbst Gitarre auf YouTube beizubringen, ohne Anleitung, ohne Lehrer, dann bist du hier genau richtig. In diesem Video erfährst du, welche 5 Fehler dich viel Zeit kosten, und wenn du Autodidakt bist, machst du auf jeden Fall einen dieser Fehler. Also, viel Spaß! Also verstehe mich nicht falsch, YouTube ist eine tolle Sache, natürlich zum Gitarrelernen hätte ich damals auch gern gehabt. Aber es gibt einen großen Nachteil, dir fehlt eben der Lehrer, der korrigierend eingreifen kann, wenn du etwas falsch machst. Und genau dieses Problem lösen wir heute. Ich zeige dir 5 Fehler, die dich auf der Gitarre viel Zeit kosten, Jahre kosten können. Wir starten gleich mit dem ersten Fehler, den sicher wirklich jeder Anfänger macht, die falsche Daumenhaltung. Wir konzentrieren uns hier vorne auf das Griffbrett und auf die Finger und schauen, was macht die Hand, und keiner schaut hinten, was macht der Daumen eigentlich. Obwohl die richtige Daumenhaltung sehr viele technische Probleme löst. Und zwar sollte der Daumen immer so zwischen Mittel- und Zeigefinger angeordnet sein, nur leichten Druck ausüben, hinten am Griffbrett, flach auflegen, nicht eckig, keine Kante machen oder zu hoch sein, das Griffbrett umklammern, so beeinträchtigst du nämlich die Bewegungsfreiheit der Finger. Und ja, ganz locker aufliegen. Beim Barré-Akkord zum Beispiel ist er hier auch zwischen Zeige- und Mittelfinger, liegt flach auf. Dieser Akkord geht übrigens auch mit der E-Gitarre nicht, wenn ja, diese E-Gitarrenhaltung eingenommen wird. Es ist unmöglich, einen Barré-Akkord spielen zu können. Hier schon eine ziemlich gute Referenz für deinen Daumen. Auch der 4-Finger-Griff, bei dem du alle Finger hier nebeneinander auf einer Seite platzierst, auf einem Bund, der geht nur, wenn der Daumen die richtige Haltung hat. Das ist auch übrigens das Problem bei Schmerzen. Meistens ist der Daumen schuld, wenn er zu viel drückt, zu viel presst oder hier diesen Knick hat und drückt. Ja, achte beim Spielen also auf den Daumen. Zweiter wichtiger Punkt und der Fehler, den sehr viele Gitarristen machen, Autodidakten machen, das unsaubere Aufsetzen der Finger am Griffbrett. Wir sollen die Finger möglichst senkrecht platzieren, ohne dass wir eine andere Seite abdämpfen, also nicht zu flach, sondern möglichst senkrecht. Hinter diesen Buntstäbchen knapp, hier ist sehr wenig Kraftaufwand nötig. Versuch wirklich mal hier einfach eine einfache Übung zu spielen, und zwar nicht zu drücken mit dem Zeigefinger, anzuschlagen, dann etwas stärker zu drücken, bis dieser schnarrende Ton kommt. Und genau das ist die Kraft, die du anwenden musst, um die Saite runterzudrücken. Ein bisschen mehr klingt die Saite schon. Also es ist wirklich sehr wenig Kraft nötig. Hier ganz locker greifen, richtig gerade aufsetzen, hinter dem Buntstäbchen greifen, wie gesagt. Beim Barré ganz wichtig auch, hinter dem Buntstäbchen den Finger aufzusetzen, dass man wirklich schon das Buntstäbchen fühlen kann. Genau dann bist du hier richtig mit dem Zeigefinger beim Barré-Akkord. Der dritte Fehler, den ich immer wieder bei Anfängern sehe, der auch viel Zeit kostet, weil manche Sachen einfach dann nicht spielbar sind, und zwar knickt der Finger nach unten weg, nach hinten ab. Ein gerader Handrahmen, eine gerade Handposition ist nicht mehr gegeben, und die anderen Finger haben dann keine Bewegungsfreiheit mehr, können sich nicht mehr frei bewegen, und man ist eigentlich eingesperrt sozusagen am Griffbrett. Ich zeige dir ein Schülervideo, wo meine Schülerin, meine liebe Schülerin Monika, sie ist über 50 schon, hat mit 50 circa begonnen, Gitarre zu üben. Sie macht diesen Fehler, und genau das ist auch meine Lösung in meinen Kursen. Hier siehst du auch, wie es nicht funktioniert, damit du zu Hause deine Fehler dir am besten erst gar nicht antrainierst und deine Selbstwahrnehmung schärfst. Viel Spaß! Die Monika ist eine fortgeschrittene Anfängerin, 54 Jahre jung. Ihre Griffe klangen etwas unsauber, die Saiten schnarrten und sie ärgerte sich natürlich darüber. Wir haben uns dann angesehen, warum, und wie hier im Schülervideo sichtbar, ihr Fingergelenk knickt nach hinten ab. Das ist ein weit verbreiteter Fehler.
Das macht es fast unmöglich, sauber zu greifen. Wir sollten immer versuchen, rund zu bleiben. Jedes Gelenk hilft uns dabei, den Finger sauber aufs Griffbrett aufsetzen zu können. Achte also darauf, dass du nicht einknickst mit dem vorderen Fingergelenk. Der vierte Fehler, hier geht es um die rechte Hand. Man macht sich wenig Gedanken, vor allem beim Fingerpicking am Anfang, mit welchem Finger man zupft. Und dann kommt irgendwie ein Chaos raus. Man zupft hier mit dem Finger, mit dem Zeigefinger alle Seiten und hat kein bestimmtes System. Hier möchte ich dir ein System zeigen, das du eigentlich im Zweifelsfall immer anwenden kannst. Und zwar kommt Zeigefinger auf die dritte Seite, Mittelfinger auf die zweite und Ringfinger auf die erste. Der Daumen bedient hier die Bassseiten. Es hat also jede Seite einen zuständigen Finger. Hier Daumen, die Bassseiten und Finger, die Diskantseiten. Ein weiterer Fehler ist, nicht zu stimmen, bevor man losspielt. Also der Zeigefinger auf der dritten Seite, Mittelfinger auf der zweiten, Ringfinger auf der ersten Seite, Daumen bedient die Bassseiten. Also eine Anordnung der Finger. Wenn eine Seite mehrmals gespielt wird, kann das im Wechselschlag erfolgen, also mit Zeige- und Mittelfinger abwechseln. Oder wenn es nicht so schnell ist, auch mit einem Finger mal. Gar kein Problem. Aber zu denken, was macht die rechte Hand, sehr bewusst zu werden über jede Bewegung, die Bewegungen zu kontrollieren beim Üben auch und dir dann einen fixen Fingersatz auch für die rechte Hand, nicht nur für die linke, einzutrainieren und ja, anzueignen einfach, dass du beim nächsten Stück wiederholt sich meistens ein Zupfmuster wieder, dann weißt du schon mit welchem Finger und es automatisiert sich dann schlussendlich ziemlich schnell. Der fünfte und letzte Fehler sozusagen ist eine falsche Körperhaltung allgemein. Gerade bei Anfängern sehe ich immer wieder, sie sitzen total entspannt und sobald die Gitarre in ihre Hände gelangt, verändern sie plötzlich ihre ganze Körperhaltung. Es ist einfach nur die Gitarre, keine Angst. Als Anfänger, du sitzt einfach gerade hier und legst die Gitarre hier auf den Schoß. Eine Haltung oder die Fußbank rechts, rechten Fuß drauf. Wichtig ist nur ein gerader Rücken, du sitzt gerade, die Gitarre passt sich dir an, nicht du der Gitarre, also versuch die Gitarre einzurichten. Hier wichtig ein gerades Handgelenk, also keine Knicks, keine großen Knicks im Handgelenk. Das ist auch sehr wichtig, so wie hier in der Einblendung. Mit diesem Knick ist es wirklich schwierig, dann Akkorde greifen zu können. Also rechts und links keine Knicks, gerades Handgelenk, um die Bewegungsfreiheit der Finger auch zu gewährleisten. Ziemlich entspannt, die Schultern unten lassen, das sind die wichtigsten Tipps eigentlich. Ein Video dazu verlinke ich dir auch unten zur Haltung. Und so kann nichts mehr schief gehen, wenn du jetzt gerade sitzt. Und ich wünsche dir als Anfänger, als Autodidakt auch sehr viel Spaß mit YouTube. Ich freue mich auch, dass du meine Videos schaust hier. Bin total stolz auf meinen YouTube-Schrein hier und freue mich, dass ich dein Gitarrenlehrer sein darf. Nicht jeder hat die Chance, wöchentlich zu einem Gitarrenlehrer fahren zu können, zeitlich oder auch was das Geld betrifft. Und ja, die Videos kosten mich schon auch viel Zeit und Energie, aber das mache ich gern, wenn ich dir damit auch ein bisschen helfen kann. Ich freue mich also auf dich im nächsten Video. Dein Norman.